Ja, moin Freunde, in diesem Part erstellen wir unsere Felsen und optional zeige ich euch noch, wie ein Steinbogen erstellt wird, wie man am besten das modellieren kann und texturieren und so weiter. Ja, viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu Part 6 unserer Winter-Tutorial-Szene. In diesem Part erstellen wir, wie gesagt, unsere Steine, die wir später mit Geometry Nodes auf unserer Insel verteilen werden. Ja, so, das sind unsere Bäume, damit sind wir fertig. Aber bevor wir weitermachen, werden wir erstmal unsere Bäume mal joinen, ja, zusammenfügen. So, jetzt haben wir unseren Baumstamm. So, dann haben wir unsere Blätter. Ja. So, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen näher ran. Das sind unsere Blätter. Die haben wir jetzt geselektiert. Und zuletzt mit Shift-Taste gedrückt. Ich sehe gerade Screencast. Einmal einschalten. So. Also wie gesagt, die Blätter anklicken und dann den Baumstamm und dann Steuerung J. So. Schauen wir uns das nochmal an. Alles klar. Dasselbe auch jetzt hier, aber ich glaube, hier haben wir keine Blätter angefügt. Genau, das ist richtig. So, und dann haben wir noch diesen hier. Einmal die Blätter und dann den Baumstamm, Steuerung J. So, perfekt. Alles klar. So, unsere Bäume sind in Trees. Die blenden wir jetzt auf. Die brauchen wir nicht mehr. Oh, ich sehe gerade hier was. Da ist noch unser Schnee von unserem Baum noch zu sehen. Und der ist hier. Ja, den werden wir auch jetzt joinen. Blenden wir wieder kurz ein. So, der ist gewählt. Shift, Baumstamm, Steuerung J. So, okay. So, jetzt blenden wir die Bäume wieder weg. Klappen das ein. Und unseren Schneeordner. Den brauchen wir auch nicht mehr. Den blenden wir erstmal auch raus. Als nächstes gehen wir jetzt auf Layout. So. So, wie gesagt, hier ist unser Ordner Rocks. Da wollen wir unsere Steine platzieren. Ja, in diesem Ordner. Den klicken wir jetzt an und erstellen uns jetzt ein Cube. So. Es gibt verschiedene Arten von Möglichkeiten, jetzt Steine zu modellieren. Wir können das selber modellieren oder ein Add-on dafür nutzen. Aber ich glaube, das brauchen wir alles nicht. Das ist schnell gemacht mit Blender selber, mit den Funktionen. Wir fangen einfach mal an. So, wir gehen hier auf Modifier, nutzen ein Subdivision Surface für die Aufteilung. Gehen auf 1, 2, ja, machen wir 4 Stück. 4 Stück. So. So, jetzt haben wir die auf 4 aufgeteilt. Das reicht für unsere Zwecke. Gehen auf Shade Smooth, damit wir eine glatte Oberfläche haben. So, jetzt haben wir eine Kugel erstellt. Und dieser Kugel möchten wir jetzt die Struktur geben. Eine Struktur geben. Womit machen wir das? Mit Displace Modifier. So. Was macht dieses Displace? Wozu dient er? Ganz einfach erklärt. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn wir hier auf New drücken, so, jetzt steht hier Textur. Warum? Wir können jetzt mit diesem Modifier auf dieser Kugel, auf dieser Oberfläche, eine Textur drauf platzieren, ja, und diese Textur ist ein Schwarz-Weiß-Ton, ja, und die Schwarz- und Weißtöne beeinflussen dann die Höhen und Tiefen. So, jetzt gehen wir hier mal auf Einstellungen, hier, suchen uns eine Textur mal aus. Es gibt ja verschiedene Clothes, aber ich nehme hier die Voronoi. So, gehen ein bisschen zurück. So, was ist passiert?
So sieht die Textur aus. Ja, wie gesagt, die schwarzen und Weißtöne sind die Oberflächenvertiefungen. Und damit das jetzt richtig schön vernünftig aussieht, skalieren wir die Textur. Ja, bisschen höher, höher, höher. So ungefähr. Das sieht ja schon sehr gut aus, finde ich. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, ja, hier steht jetzt Intensity, die Intensität der Oberfläche zu beeinflussen. Jetzt gehen wir ein bisschen runter. So ungefähr. Oder ein bisschen mehr. Ja, so. Perfekt. So, jetzt haben wir einen schönen Felsbrocken oder einen Steinbrocken jetzt erstellt. Super. So, als nächstes wollen wir mehrere Steine erstellen. Dazu duplizieren wir jetzt diesen Stein. Shift D, schieben den mal ein bisschen rüber. So, wie machen wir das? Wenn wir das, ich will das mal so erklären. Wir haben hier zwei Modifier. Diese zwei Modifier haben dieses Objekt jetzt simuliert draufgelegt. Ja? Ihr müsst es so verstehen, wenn ich hier jetzt die Modifier ausschalten würde, sehen wir ja immer noch unseren Würfel. Und die Modifier simulieren sozusagen die Funktionen, die in den Modifiern sind, beeinflussen jetzt die Oberfläche. Und so sieht das natürlich aus. Wenn ich auf Edit gehe, seht ihr immer noch unseren Würfel. Ja? So, das ist immer noch das Datensystem. Warum? Wir sehen einmal die Würfel und dass es rund ist. Ja, das ist von Subdivision Surface. Wenn wir hier oben rechts gehen würden, hier auf diesen Pfeil, da steht Apply. Wenn wir hier drauf drücken, übernimmt er diese Aufteilung und dasselbe auch bei Displays Modifier, genau dasselbe. Okay, so und jetzt, wie verändere ich jetzt diesen zweiten Stein? Ich werde dazu eine Funktion benutzen. Wenn wir hier auf diese Fläche sehen, mit der Maus einfach rübergehen auf dieses Symbol, da steht Edit Mode, Display Modifier in Edit Mode. Das bedeutet, wenn wir hier raufklicken, sehen wir unser Steinbrocken, die wir jetzt so modelliert haben, in Edit-Modus. So, und das ist Sinn und Zweck dazu. Und jetzt können wir mit Face Select jetzt eine Seite mal wählen von unserem Würfel und ziehen das mal raus. Und ihr seht, was passiert. Ja, je größer der Stein und die Textur ist beinhaltet die Textur immer noch drauf. Ja, versteht ihr? Also die Textur ist ja riesengroß. So, und die verteilt sich dann komplett mit dem Steinskalierung mit. Ja? So, und so verändern wir jetzt unseren Stein. Okay. Gut. Jetzt haben wir den etwas skaliert. Der sieht schon mal anders aus. Gut. Und jetzt machen wir Shift D. Schieben das zur Seite. Nehmen wir jetzt den und den machen wir etwas kleiner oder flacher. Machen wir ein bisschen so. Schon haben wir den nächsten. Shift D. Schieben das zur Seite. So, und den vielleicht machen wir mal ein bisschen tiefer. Oder machen wir den ein bisschen länger. So. Oder schieben wir noch zur Seite. Können wir auch machen. So ungefähr. Genau, was Längliches. Ja, das ist gut. Und so schnell haben wir jetzt 3 verschiedene Steine. So, jetzt kommt noch eine Sache. Und das ist jetzt wirklich optional. Wenn ich schon dabei bin, hier ein Steintutorial zu erstellen, da möchte ich euch noch was zeigen, was euch vielleicht gefallen würde. Vielleicht wollt ihr das in eure Szene mit einsetzen. Wir machen das mal so. Wir blenden mal, oder diesen letzten Stein. So, Shift D duplizieren wir. So. Und diese Steine, die ich jetzt für meine Szene benutzen möchte, die blende ich mal aus. 1, 2, 3, 4. Okay. Jetzt habe ich diese beiden Funktionen. Ich werde mich immer wiederholen, ich weiß. Aber, das ist jetzt wichtig, wenn ich jetzt auf Edit-Modus gehe. So, jetzt haben wir immer noch unseren Würfel, den wir nur ein bisschen herumher skaliert haben. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Fläche ein bisschen vergrößern würden, so ungefähr, so,
und dann ziehen das mal richtig schön hoch, seht ihr, was passiert. Jetzt haben wir schöne große Felsbrocken, ja, die man auch irgendwo platzieren könnte. Ja, das ist nur für euch, damit ihr meint, oh, ich möchte noch ein bisschen die Sache verfeinern. Machen wir die vielleicht mal ein bisschen gerade. So. Okay. So, jetzt nehmen wir diese Fläche oben, rotieren das auf der X-Achse mal. Jetzt machen wir einen Steinbogen. Ja. So. Jetzt drehen wir den auch ein bisschen. So ungefähr. Schieben das ein bisschen runter. Okay. Extrudieren das. So. Vielleicht ein bisschen mehr. Setzen hier mal eine Steuerung R, einen Loop. Ja. So. Machen wir hier vielleicht ein bisschen größer. Und hier extrudieren. So. Vielleicht ein bisschen vergrößern die Fläche. Und noch tiefer. So. Jetzt haben wir einen schönen großen Steinbogen. Ja. Ihr könnt damit rumspielen, wie ihr wollt. Ihr könnt sogar noch einen Loop ziehen hier. So. Noch ein Loop. Okay. Dann könnt ihr den nochmal skalieren oder vertiefen. So, jetzt könnt ihr hier noch einen Stein rein extrudieren. Ja. So, und schon haben wir eine schöne Bucht oder was weiß ich, was man so eigentlich einsetzen kann. Um die Sache jetzt noch mehr Feinheit zu geben, könnte man noch die Struktur noch ändern. Dazu, wir haben ja jetzt unseren ersten Displacement, wäre neu drauf. Jetzt klappen wir das mal zusammen und erstellen einen zweiten Displacement. So, und gehen nochmal auf New, gehen auf Einstellung, nehmen uns jetzt mal Clouds, nehmen wir Clouds. So, ihr könnt also übereinanderlappend Displacement nutzen. Die Struktur landet jetzt auch dahin. So, und die Größe können wir jetzt auch verkleinern hier. Beispiel. So. Ja, und schon habt ihr noch eine extra Struktur drauf. Und dann geht ihr auf Modifier. Ja, vielleicht ist das ein bisschen zu stark, könnt ihr es verringern. Ja. So, und wenn wir jetzt natürlich mehr Subdivision Surface einsetzen würden. So, jetzt haben wir 6. Da habt ihr eine schöne Struktur drauf, Stelzfelsenstruktur. Und wenn nachher die Textur noch drauf ist, dann sieht das richtig schön aus. Ja, so, und deswegen, ja, das war so ein kleiner Kurztutorial in dem Tutorial, ja, was ihr noch machen könntet. Ja, so, okay, den lösche ich jetzt wieder. So, weg. So, wir gehen jetzt mal zu unseren anderen Steinen. So. So, das sind jetzt unsere 4 Steine und die wollen wir noch eben schnell texturieren. So, da gehen wir auf Shading. Gehen ein bisschen näher ran. Ja, nehmen uns den ersten und die werden wir danach übertragen. So, jetzt gehen wir auf New. Nennen das gleich Rock. Okay. So, jetzt gehen wir jetzt wieder zu unseren Texturen bei polyheaven.com. Wie gesagt, das ist eine schöne Webseite, ich weiß. Und das habe ich schon mehrmals im Tutorial erzählt. Das sind für die Leute, die den Tutorial jetzt zum ersten Mal ansehen. Und da können wir kostenlos Maps runterladen, Modelle runterladen und so weiter und so fort. So, dafür habe ich jetzt mal bei polyheaven.com diese Steinstruktur ausgewählt. Ja, also das ist unter Terrain, Textures, Rock, Natural Terrain, Rock 05. Ja, runterladen und dann entpacken und dann geht's weiter. So, das habe ich bei mir schon gemacht. Okay, dann ein bisschen nach oben, gehen ein bisschen näher ran hier, klicken unser Principal BSDF an mit Steuerung Shift T. Na, hat es nicht geklappt. So. Jetzt suchen wir unsere Textur mal aus. Da ist er. So, und die selektieren wir alle 4. Ja, also den Color Map, Displacement Map, Normal und Rowness.
und setzen das hier ein. So. Und fertig ist unser Steinbrocken. Perfekt. Als nächstes, wie können wir jetzt zum Beispiel alle Steine hiermit übertragen, das Material. Dann gehen wir auf den ersten Stein hier, Shift-Taste gedrückt halten. Ich sehe gerade, der Screencast funktioniert wieder nicht. Okay, also den selektieren wir, Shift den und als letztes selektieren wir den Stein mit der Textur. Ja, und jetzt drücken wir Steuerung L, Link Materials und schon platziert er die ganzen Shader-Textur auf die anderen Steine. Ja, so, das war's. Das ist unsere Steine, das sind unsere Steine. Jetzt könnte man natürlich den Schnee drauf platzieren, aber das machen wir erst, wenn wir mit der Verteilung und mit Geometry Nodes fertig sind und dann erst platzieren wir unseren Schnee da drauf, ja? Okay, Jungs, das war's schon mit unserem Tutorial. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao, ciao.